Also, Stefan, nochmal ganz herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst heute mit uns für ein kurzes Interview. Wenn du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, Security ist ja auch nur ein kleiner Teil von deinen Aufgaben. Was beschäftigt dein Team bei Marabu Inc. und dich denn aktuell so besonders? Neben der IT-Sicherheit haben wir noch viele, viele andere Themen. Wir sind dabei, immer noch weltweit unser ERP auszurollen, was mehr oder weniger gut läuft. Wir haben aber auch sehr, sehr viele Digitalisierungsthemen auf der Agenda. Wir modernisieren ständig Betriebsabläufe, versuchen neue Technologien zu etablieren. Haben aber auch gelernt jetzt durch Cybersecurity, dass auch Security by Design ein Enabler sein kann, um Dinge einfach sicherer und schneller ans Laufen zu bringen. Und das ist so eigentlich mit heute meine Hauptaufgabe, sagen wir Marabu digital zu machen. Wie siehst du das Thema? Die Ausgaben für IT-Security, die steigen ja eigentlich jedes Jahr. Und das gilt ja, also eigentlich ist egal, welches Unternehmen man fragt. Und natürlich gibt es auch Statistiken. Das heißt, die Aussage stimmt eigentlich auch im Durchschnitt. Aber trotzdem scheint es ja so, als ging weder die Anzahl der ernsthaften Angriffe zurück, noch die sozusagen das Ausmaß der verursachten Schäden geht auch nicht zurück. Wie ist denn so deine Sicht darauf? Also wir werden in den nächsten Jahren immer mehr Geld investieren müssen in Cybersicherheit, und es wird maßgeblich ein Bestandteil unserer Arbeit sein, für den Unternehmensschutz zu sorgen. Durch das, dass viele Unternehmen leider Gottes bei Ransomware-Attacken oder bei Cybersecurity-Attacken Geld bezahlen an die Tätergruppen, wird es auch nicht zurückgehen. Solange dieser Markt durch die Lösegelder und diese Erpressungsgelder bedient wird, werden die natürlich mit dem gleichen Niveau und weiter steigend weitermachen, die Täter. Ne? Wenn wir lernen, als Unternehmen zusammenzustehen und uns gemeinsam dieses Thema anzunehmen, ne? Drüber reden, so wie wir das ja auch hier jetzt tun, dann werden wir das irgendwann auch hinbekommen, dass dieser Markt schrumpft, und dann wird das Ausmaß auch zurückgehen, und dann habe ich ja wieder weniger Kosten. Aber auch durch neue Technologien, KI, die beide Seiten einsetzen wäre, wird es immer so weitergehen, solange dieser Markt bedient wird. Wenn wir jetzt ein bisschen spezifischer werden, Thema Penetration Test betrifft eigentlich auch jeden IT-Leiter oder jeden Entwicklungsleiter beispielsweise. Und ich finde, du hast eine sehr interessante Vereinbarung zu Penetration Tests mit der Geschäftsführung. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen? Penetration-Tests gehören natürlich zum Überprüfen meines Sicherheitskonzeptes, das ich jetzt mit dem Team entwickelt habe, dazu, das mein Chef so gar nicht bewerten kann. Was er aber tun kann und was wir jetzt, sagen wir, relativ gut im Einklang haben, ist, er kümmert sich darum, dass die Penetration-Tests durchgeführt werden, ohne dass er mir sagt, wann die sind, dass wir sehr nah an der Realität eines richtigen Cyberangriffs dran sind. Und ich werde dann auch entsprechend nach Erfüllungsgrad bezahlt. Also mein variabler Anteil meines Gehaltes hängt maßgeblich auch an einem Erfüllungsgrad, dass ich die technischen Maßnahmen, die ich vorgeschlagen habe, für das ich natürlich auch viel Geld ausgebe, entsprechend richtig konfiguriere und danach entsprechend richtig monitore und pflege. Und das denke ich ist eigentlich auch sowas, wo viele Kollegen sich mal überlegen sollten, auch die Führungsebene, CEOs damit zu konfrontieren, weil dann müssen sie sich zwangsläufig mit diesem Thema beschäftigen. Ne, dieses Thema, ja, ich habe 400 Projekte und 98 habe ich super durchgeführt, ne, und zwei sind halt gescheitert, weil war halt nicht. Ähm, Weil man aus irgendwelchen Gründen nicht liefern konnte, weil andere Abteilungen nicht parat standen. Das kennt jeder. Ne? Und so kriege ich natürlich immer mein Gehalt noch beschissen. Penetration-Test kann ich schlecht bescheißen, ne? Weil da kommt wirklich das, was nicht richtig konfiguriert ist, auf den Tisch. 100% kann man nicht erreichen, muss man sich auch einig sein und sicher sein, dass das Ziel vermessen wäre. Aber wie gesagt, 95% Sicherheit bei den Testergebnissen ist dann meine 100%. Alles, was darüber hinausgeht, kriege ich halt ein bisschen mehr. Wenn du jetzt von heute auf morgen auf eine einzelne Security-Maßnahme verzichten müsstest, die es heute bei euch gibt, welche wäre das? Ähm, Das wäre mein Dashboard. Also meine Statistik und Auswertungen, die KPIs.
Es sind viel Blattwerk, die man etabliert hat. Die sind zur Kontrolle und zur Revision gut, mache jetzt aber rein nicht technisch relativ wenig. Ne? Das kommt halt so als Endergebnis draus raus. Auf alle andere würde ich nicht verzichten, weil die elementar wichtig sind, dass wir sie haben und dass wir sie auch beibehalten. Wie siehst du das ganze Thema OT-Security? Sind OT-Security-Maßnahmen überhaupt relevant aus deiner Sicht? Denn es ist ja tatsächlich so, dass nahezu kein Angriff OT-spezifisch ist. Ne? Meistens kommt das ja über die IT. Das Problem ist aber, das haben wir schon öfters auch mit Kollegen debattiert, die Modernisierungszyklen einer Maschine sind ja die gleich wie in der Office-Welt. Ne? Mein PC-Laptop, den tausche ich aus, da habe ich ein neues Office drauf. Der wird alle 4, 5 Jahre getauscht. Maschinen nicht. Maschinen, die bleiben nach dem Kauf 20, 30, 40 Jahre stehen, ähm, weil die eine ganz andere Aufgabe. Die produzieren etwas. Und da muss ich dann natürlich mein Augenmerk drauf legen, dass die entsprechend geschützt sind, weil die Hardware, die Software, die ist irgendwann alt und wir hatten sie auch schon diskutiert. Wir hatten heute noch ein Diskettenlaufwerk, was in der Fertigung oft benutzt wird, was es in der Wiederherstellung nachher so elementar schwer macht, wenn die denn was haben. Und deswegen gehört es dennoch, auch wenn es nie oder nicht oft aus dem OT-Bereich kommt, als elementarer Bestandteil mit dazu. Wenn du jetzt zurückblickst, aus der Erfahrung von jetzt ja schon 2 Cyberangriffen tatsächlich, was steht heute beispielsweise bei euch in den IT-Notfallplänen oder im Business Continuity Management, was vorher vielleicht nicht dokumentiert war? Es sind unendlich viele Abläufe dazu gekommen. Mein Chef hat auch in der Presse gesagt, ähm, wir müssen so überleben können, dass wir mit gedrucktem Papier produzieren, versenden können. Das ist zum Beispiel alles in das Notfallhandbuch gewandert. Welche Dokumentationen, welche Dokumente sind wirklich notwendig, die ich als Formular gedruckt im Papier habe, um Minimum 7 Tage ohne IT arbeiten zu können. Danach wird's kritisch, weil dann kommen auch keine Kundenaufträge mehr und wir wissen heute alles vernetzt. Aber die reine Fertigung von Bestandsaufträgen müssen wir eine Woche lang ohnehin bekommen. Eine dieser Maßnahmen. Äh, Regelmäßiges Training und die Trainingsergebnisse sind drinnen verankert worden. Ja, die Kommunikationsstrukturen sind klarer geregelt. Wer kümmert sich wann um was und wer spricht mit wem und wie wird kommuniziert. Wiederanläufe wurden komplett umgestellt, weil man einfach gesehen hat, es wird früher mal ein Notfallplan geschrieben, ne, die Maschinen sind zwar noch da, aber drumherum hat sich die Welt verändert. Das wird regelmäßiger angepasst. Es gibt jetzt regelmäßige Treffer zum Aktualisieren des Notfallhandbuchs. Übungen sind einfacher geregelt als früher. Ne. Es wird auch mal geübt, ohne dass jemand weiß, dass es eine Übung ist. Ne? Also so nah am Ernstfall. Und das hat eigentlich, sagen wir so, uns als Führungskräfte generell verändert. Das wird viel bewusster mit diesem Thema umgehen, weil wir es großteils alle durchlebt haben und das mittlerweile zweimal. Ich finde das mit den Übungen, Notfallübungen, das finde ich sehr interessant. Was kann man denn aus deiner Sicht beispielsweise gut als Vorbereitung, auch als Tabletop-Exercise durchspielen und testen? Naja, also jeder sollte mal nachts um 4 seinen Chef aufrufen und sagen, Cyberattacke im Gang, ne? Und dann mal gucken, wie lange das so braucht, bis er hier ist. Das sind Themen, dass wir einfach mal über den Tellerrand hinausdenken. Wir haben jetzt 2 unterschiedliche Arten von Cyberattacke erlebt. Ähm, aber das sind ja nicht immer gleich. Sie sind vom Ablauf nachher, wenn man weiß, was es war, hinten raus immer die gleiche. Aber sagen wir so, die vorgelagerte Geschichte, warum ist passiert? Wer hat wieder irgendwas gepostet, wo kritische Unternehmensdaten vielleicht drin waren? Wer hat wieder was unverschlüsselt vermailt? Ne? Das wird einfach auch ganz anders betrachtet heute. Und das sind so Sachen, dass man halt einfach mal in einer Übung auch fragt, so, jetzt zeig mir mal die letzten 100 Aktivitäten. Was hast du denn so getrieben, ne? Wo hast du denn überall dein Passwörter angegeben, wo es nicht hätte sollen, ohne dass ein Mitarbeiter bestraft wird. Ähm, Es soll ja nicht dazu dienen, dass diese Tests irgendwelche Konsequenzen mit sich führen. Es soll ja eigentlich dafür da sein, dass wir wissen, wie reagieren wir drauf, wenn es wieder passiert. Ne? Und das darf auch nie der Fall sein, dass aus Falschhandlungen irgendwelche personelle Konsequenzen gezogen werden. Als ich ja schon gesagt habe, es ist immer Unternehmensversagen, wenn man einer Cyberattacke unterliegt. Fängt im Management an und hört beim Mitarbeiter auf, weil er halt leider
aufgrund der vielen, vielen Arbeiten, die wir heute alle tun müssen, auf einen Fehler gemacht hat. Gibt es denn im Bereich IT oder OT-Security technische Entwicklungen beispielsweise, die du besonders interessant findest? Es gibt viele tolle Sachen, die jetzt kommen, immer mehr KI-Technologie, die uns unterstützt, einfach viel, viel schneller Anomalien zu erkennen. Und jede Cyberattacke ist ja irgendeine Anomalie des normalen Arbeitsalltages. Ne? Es werden hier auf einmal Datenpakete verteilt. Und so schnell kannst du das gar nicht lernen und analysieren, wie das Maschine heute kann. Und ich bin mal gespannt drauf, wie sich diese KI, AI-Technologie noch entwickelt. Und wir setzen die heute schon zum Teil ein. Aber das nachher zu sehen, kann sie uns mal wirklich ersetzen und Entscheidungen auch komplett abnehmen, das wird spannend. Und da freue ich mich auch schon drauf. Die Gegenseite macht das natürlich auch, ne? Also auch die nutzt dann aber auch schon KI, AI-Technologie, um fortschrittlichere Viren zu machen. Und die Cybersicherheit wird in 10 Jahren anders aussehen. Die Attacken werden in 10 Jahren ganz anders sein, als die heute sind. Gibt es denn irgendwelche Falschaussagen oder Halbwahrheiten, denen du vielleicht auch von Experten immer wieder begegnest? Oder gibt es beispielsweise irgendwas an dem ganzen Thema Security, was dich nervt? Also, was mir bei meiner Kollegen als nervt, ist, dass ich immer sage, ja, wir sind so klein, uns trifft es nicht oder wir haben eigentlich kein Problem, weil wir wissen alles. Das ist eigentlich so die schlimmste Aussage. Das kann jeden treffen zu jeder Zeit. Von der Hersteller ist oft so, jeder ruft an und sagt, ja, wir haben die beste Technologie, wir sind der Beste, wir erkennen alles. Soll es ja auch nicht sagen. Es kann heute keiner alles erkennen, weil, ich habe es schon oft gesagt, Software wird durch Menschen programmiert und nicht jeder Mensch, jeder Entwickler denkt an Angriffsszenario. Von daher können sie nicht der Beste sein. Sie können wirklich gut sein, sie können technologisch führend sein, aber die Beste auf dem Markt können sie nicht sein. Auch meine Aufgabe ist natürlich ja immer mit mich selber zu kritisieren, mache ich alles richtig? Ähm, Habe ich an alles gedacht? Ich muss mich auch beraten lassen. Es ist heute so komplex, das Thema IT, OT, mit allem IoT, was wir so drumherum haben. Du kannst das heute gar nicht mehr alles überblicken. Und von daher muss auch ich mich immer wieder in Frage stellen lassen von meinen Chefs, was ich gut finde, dass die das auch mal machen. Mache ich denn alles richtig? Und da muss man einfach also ehrlich sein und sagen, ich kann nicht alles wissen und ich brauche dann auch Beratung. Da ist schon nur wichtig, habe ich die richtigen Berater, die nicht produktgetrieben kommen und sagen, bloß weil ich die geilste Technologie habe, kaufe ich das jetzt, sondern berät er mich in dem Thema richtig, dass ich dann für mich auch die richtige Entscheidung für mein Unternehmen treffen kann. Wenn du jetzt deutschlandweit Plakate an den Straßen aufstellen könntest, was würde dann da draufstehen? Also wichtig ist, Cybersicherheit ist Chefsache. IT-Leiter sollte sich nicht darauf verlassen, dass sie gut sind. Ne? Wir sind alle gut, aber perfekt sind wir nicht und man muss sich einfach dann auch immer wieder kontrollieren, passt es heute noch so, ne? Weil so wie wir heute sind, ändert sich halt alles relativ schnell. Ne? Wir sind immer unter Wandel. Das sind so eigentlich so mal die zwei Kernthemen, die ich sagen möchte. Also Chefsache, IT, seid ihr noch auf dem Kurs? Habt ihr euch noch ein bisschen so im Challenge, was IT-Sicherheit auch geht? Sollte Bitcoin verboten werden? Ja, direkt. Sämtliche Kryptowährungen, weil die fördert das ganze Thema. Ne? Oder sie soll es so sicher gemacht werden, dass es auch nachvollziehbar wird. Ne? Es ist schön, Kryptowährungen zu haben, sie sind fancy, sie sind toll, aber sie fördern dieses Thema Cyberkriminalität unheimlich, weil halt nichts mehr nachvollziehbar ist. Und da muss man sich ja die Frage stellen, also wenn ich nichts zu verbergen habe, muss ich dann meine Transaktionen, die ich tätige, befürchten? Ne? Ähm, Eigentlich nicht. Ne? Aber gut, das ist jetzt halt die große Preisfrage, aber wenn, ja, ich würde es verbieten. Vielen Dank für das mutige Statement, Stefan.